Verehrte Anwesende, darf Sie ganz herzlich hier im CCW begrüßen. Ich habe hier vor 13 Jahren die Premiere gehabt eines abendfüllenden Solo-Programms und darf hier nun 13 Jahre später meine Dernière, den letzten Auftritt dieses sehr veränderten Programms darbringen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei der künstlerischen Leitung dieses Hauses, Doro Steinbauer und Wolfgang Toboski, und bei dem Organisator des heutigen Abends, der auch die Technik bedient, Helmut Günther, herzlichen Dank. Es ist schon ein Vertrauensvorschuss, wenn man einen semi-professionellen Künstler in einem professionellen Rahmen auftreten lässt, hier im CCW, also im Kulturzentrum Wolkenstein. Ich meine, wenn man Kulturzentrum Wolkenstein mit den orthografisch richtigen Anfangsbuchstaben abkürzen, würde das ja KZ Wolkenstein heißen. Das wäre ja doch nicht ganz passend. Ne? Ja, ich begrüße mein Publikum immer mit verehrte Anwesende, weil erstens spreche ich mit verehrte Anwesende, die nicht an, die gerade geistig abwesend sind. Also die da vielleicht noch mit Nachbarn reden, ja, oder nach einem anstrengenden, heißen Tag vielleicht schon eingeschlafen sind. Die sind ja geistig woanders und nicht da. Aber ich verfolge mit der Ansprache, verehrte Anwesende, auch einen zeitökonomischen Effekt. Ja, auch der Kabarettist muss sich an die vorgegebene Zeit eigentlich halten, weil wenn ich nicht verehrte Anwesende sagen täte, müsste ich ja gendermäßig und mainstreammäßig nicht nur verehrte, sehr geehrte Damen und Herren, sondern alle drei Geschlechter erwähnen, die der Verfassungsgerichtshof vor 2 Jahren ja auch festgelegt hat. Nicht? Gut, die Trans, ja, die täten ja schon auch in sehr geehrte Damen und Herren inkludiert sein, weil die haben zwar irgendwie ein anderes Geschlecht als das biologische, aber sie haben das Menschenrecht, sich selbst zu wählen, also die würden ja in sehr geehrte Damen und Herren inkludiert sein, aber bei dem dritten Geschlecht gibt es ja noch die sogenannten Divers, die wissen es selber nicht genau und da weiß ich ja natürlich nicht, wie die anreden sollte. Ne? Also ich kann ja nicht zuerst einmal fragen, bitte ist hier jemand vielleicht divers? Also aber in verehrte Anwesende, ja, das sind eigentlich alle eingeschlossen. Ja, ja, mit verehrte Anwesende spreche ich auch die an, die vielleicht physisch nicht anwesend sind, aber geistig schon, ja. Könnte auch sein, ja. Ja, an dieser Stelle darf ich Sie ersuchen, sicherzustellen, dass Ihre Mobiltelefone oder auch in Österreich sagt man Handys abgeschaltet sind, bitte vollständig auch den Vibrator. Aber Sie sollten schon, also dann die nächsten 1,5 Stunden oder was, ja, ohne innere und äußere Erregung dem Programm folgen können. Ja, ich muss allerdings mein Handy eingeschaltet lassen. Natürlich nur vibrationsmäßig. Warum, das werden Sie dann noch erfahren. Ja. Einige von Ihnen kennen den, also bin überzeugt, ja, persönlich, den berühmten Pensionsschock. Also wenn er ganz plötzlich, von einem Tag auf den anderen, von jetzt auf gleich nachher, nur noch daheim sitzt, ja, und nichts mehr zu tun hast, überhaupt nichts mehr. Also bei den Männern ist das halt in meiner Generation noch, ja. Also ich wollte ja schon nach meiner Pensionierung meine wissenschaftlich-fachlichen Leistungen sozusagen professionell vermarkten, also über eine Art Franchise habe ich mir gedacht, ja. Also Gutachten, Fachartikel, Vorträge, Seminare, nicht? Aber dann hat sich der Franchise herausgestellt als scheißfremd. Und dann bin ich doch halt mein eigener Chef geblieben, nicht? Aber nicht bei den wissenschaftlichen, fachlichen Leistungen, sondern in der Family. Ja? Ja, Gattin, Kids, Enkel, nicht? Aber bitte schon professionell, qualitätsgesichert, schon mit CRM, Customer Related Management. Nur dass die zu managenden Customers, in dem Fall halt die Relatives sind. Ja? Also müsste man eigentlich RRM sagen, zu dem, was ich da jetzt mache, nicht? Relatives Related Management. Ja? Und wenn Sie jetzt bitte also an die Definition einer Familie denken, was ist eine Familie? Ja, eine Familie ist ein Verein von Leuten, die nicht zusammenpassen. Ja, dann wird das klar, ja, also dass das RRM halt immer wichtiger wird. Ne? Ja, vielleicht mache ich da nochmal eine eigene Firma für das auf. Ja.
wenn es halt gesundheitlich noch passt. Gesundheitlich geht es mir noch ganz gut. Also zumindest wenn ich mich mit denen in meiner Altersgruppe vergleichen tue, denen es schlechter geht. Ja, die soziologische Altersforschung, nicht? Die soziologische Gerontologie, die hat dafür sogar einen Fachausdruck kreiert. Das heißt adaptive Ich-Plastizität. Wenn man sich mit den Schlechteren in seiner Altersgruppe vergleicht und daraus eine relative Zufriedenheit ableitet. Gut, ja, also die Fortschritte der medizinischen Wissenschaften muss man jetzt schon berücksichtigen, also heute in der Geriatrie, ne? Das ist die sogenannte Kompression der Morbidität. Auf Deutsch heißt das also die relative Reduktion der Prävalenz und Persistenz der Pflegebedürftigkeit. Wenn du halt ausreichend Sport betreibst. Ne? Natürlich altersangepasst. Also für das bin ich jetzt da hier in der Aktivgruppe von unserem Seniorenclub, bin ich jetzt voll aktiv. Da mache ich mit bei den allgemeinen Seniorenturnen. Das haben wir regelmäßig, einmal im Monat. Also im Winter halt ja nicht. Ja, das läuft standardisiert ab, also in 4 Abteilungen. Also einmal eine Aufwärmrunde zum Training von Herz und Kreislauf und zur Vermeidung von Muskelschäden bei plötzlicher Überlastung. Dann zweitens die jeweilige Übung des Monats. Und da hat unsere Vorturnerin hat da immer einen Namen dafür, also zum Beispiel Kohlsprossen. Ja, das ist also die Übung an der Sprossenwand bei Kohldampf. Weil anwapping tun wir uns erst nachher, ne? Dann drittens dehnen, ja? Also heute sagt man stretchen. Mit dem habe ich es nicht so, also ich halte mich da lieber an Goethe an, der in einem Sonett gesagt hat, nur wer die Dehnsucht kennt, weiß, was ich meide. Ja, und viertens, ab unter die Dusche. Schau, anstrengend, ja. Also die heutigen Spitzensportler, zum Beispiel Skisport, die dürfen nicht sagen, ja, man muss seine Leistung abholen. Die Tennisspieler sagen das nicht. Die reden eigentlich nichts, sie sagen nur im Sommer, Halbjahr, also in die Schulferien nicht, also ja, da mache ich jetzt dann mit, also bei dieser neuen Art von Pensionistengolf, wo man den Ball nicht mehr selber schlagen muss, sondern nur noch gehen. Also wenn man heute nicht mit dem Elektrowagen fährt. Ja. Ja, dann mache ich noch mit da bei dem la 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 la. Also bei dem Sitztanzen mache ich noch mit. Das haben wir da also im Fitnesscenter von unserem Seniorenclub. Da mache ich auch noch mit bei den Programmen BMW. Bauch muss weg. Dann bei dem Programm BBPF, Bauch, Busen, Po formen. Ja, das ist lustig, da sind auch Frauen dabei und manche Übungen sind interaktiv. Draußen bei dem Schild von dem Fitnesscenter steht, das ist alles für A und F. Ich habe gesagt, ja, bitte, warum soll ich da überhaupt reingehen, wenn das für Arsch und Friedrich ist? Ne?
Aber dann habe ich doch geschaut, ein bisschen Schaßeiger ist man heute in meinem Alter, ja? Nein, das ist für Anfänger und Fortgeschrittene. Und für die Fortgeschrittenen bitte, da haben sie drinnen also diese modernen Martermaschinen, ja? Diese Trainingsmartermaschinen, ja? In Dreiergruppen stehen sie zusammen und dazu gibt es noch einen angeblich super stimulierenden Superrap, ja? Rückenfit, Fettbörner, Hot Iron, Rückenfit, Fettbörner, Hot Iron, Rückenfit, Fettbörner, Hot Iron, Body Styling, Body Workout Spinning, Body Styling, Body Workout Spinning, oder Wadelmeister, Schenkelpresser, Schulter, Halstwister, Wadelmeister, Schenkelpresser, Schulter, Halstwister. Also der Schulter-Hals-Twister, habe ich mich erkundigt, das ist ein Gerät, also wenn man das super trainiert hat, ja, dann wirkt sich das so aus, also wenn du irgendwo stehst, ja, wo eine größere Gruppe von Leuten ist, und du lässt dann also das Knick, also Schulter-Hals-Twister, also ganz locker, dann dreht sich der Kopf automatisch in die politische Hauptwindrichtung. Also, kriegt aber bitte eigentlich keinen Termin, ja? Ist alles ausgebucht auf Monate voraus, ja? Von den lokalen, örtlichen und regionalen Politikern. Ja. Also ich habe es eigentlich da hier, mit diesen Martermaschinen habe ich es nicht so. Ehrlich gesagt, da mache ich immer einen großen Bogen herum. Ich engagiere mich lieber aus dem Seniorenclub oder bei den örtlichen NGOs. Also wir, meine Frau und ich, ja, wir haben da so einen Selbsthilfeverein gegründet zum gegenseitigen Austausch von Großelternpflichten. Wird immer wichtiger in Zeiten wie diesen, ja, wo die eigenen Kinder erst mit 45 bis 50 Kinder kriegen und dann bis 75 durchhackeln müssen ohne Karenz. Ja. Hat sich super bewährt. Ja. GPS heißt der Verein. Hat aber nichts mit dieser Satellitenortung zu tun, obwohl es super wäre. Ja. Wenn man sozusagen also über den Satelliten, ja, mit einem Ortungsgerät, mit hyperaktiven Kindern, mit einer elektronischen Fußfessel wieder finden könnte, wenn sie auch sind. Nein, aber GPS ist einfach nur die Abkürzung für den neudeutschen Vereinsnamen Grandparent Sharing. Hat sich super bewährt, das haben wir schon 30 Großeltern oder Großelternpaare, ja, als Vereinsmitglieder mit 75 Enkeln. Ja. Also da zahlen sie Montessori-mäßige Aktivitäten auf der Basis moderner Logistik und EDV-unterstützten Projektmanagement schon aus. Ja, und was machen wir dann noch? Ja, dann tue ich also dann eigentlich noch, als Gesundheitsvorsorge, walken. Also, walken, ne? Nordic. Also, wissen Sie nicht, also das ist so. Das lernt man, ja. Haben wir auch einen Seniorenclub, haben wir das gelernt da im Turnen. Also die Stecken macht das nicht so, ja, sondern das hat man immer so, Nordic, ja. Also das gehe ich auch, einmal im Monat gehe ich von zu Hause weg, Nordic-mäßig. Ja, die 300 Meter zum Hausarzt, ja. Die Wohlfahrtscharge für den nächsten Monat abholen, ja. Ja, bitte, das ist eine der Hauptbeschäftigung und der Seniorenheit, ne? Das regelmäßige Tablettentanken beim Doktor, ja. Und der studiert der Beipackzettel, ne? Mit der Lupe. Also ehrlich gesagt, diese ganzen negativen Effekte, ja, die irgendein Medikament haben könnte, ja, da studiere ich gar nicht. Ja. Oder hättest du von dem schon krank werden, wenn du weißt, was du alles kriegen könntest. Ja. Ja, also eigentlich lese ich nur die Überschriften. Ja, das, was man halt nicht so genau weiß, ja. Also zum Beispiel, was haben wir da? Ja, was ist die Prostata? Ich meine, wer weiß das schon so genau? Ne? Na, übrigens, haben Sie schon mal versucht, so einen Beipackzettel, wenn Sie ihn ordentlich studiert haben auf beiden Seiten, wieder so zusammenzulegen, wie der vorher in der Packung war. Also gegen die Pharmaindustrie ist ja diese moderne japanische Papierfaltkunst. Ja. Das Oregano da, ne? Ein Lerchelschatz. Ja, vielleicht sollte ich für die deutschen Gäste und die Westösterreicher diesen ostösterreichischen Fachausdruck erläutern. Ein Lerchelschatz, ja. Also ein Lercherl ist ein individuell kleines Exemplar einer bekannten Singvogelart,
und ein Schaß ist die hörbare anale Äußerung gedärmlicher Blähungen. Das zusammengesetzte Wort bezeichnet daher ein entsprechendes gedärmliches Problem bei einem kleinen Singvogel, also eigentlich halt ein Nichts. Ja? Ja. Immer wieder einmal sitzt man dann beim Doktor, ne, im Wartezimmer, wartet auf die Medikamente, dabei geht man das heute alles bitte ganz leicht automatisiert. Ja? Also zumindest bei den Pensionisten, die zu Hause einen Computer oder einen Laptop, ja, oder einen Internetanschluss haben, ja, haben heute eigentlich immer schon mehr. Ich habe da einen entsprechenden Vorschlag ausgearbeitet und dem Gesundheitsministerium, der Bundesärztekammer vorgelegt zur Begutachtung. Ne? Du steigst zu Hause auf dein Laptop in den MM ein, also nicht in den Meyer-Rellenhof, ja, sondern in den Medical Messenger. Ich habe dazu also den Microsoft Manager habe ich da weiterentwickelt. Ja. Da steigst du mit deiner E-Card über den Card Reader steigst du ein. Dann gibst du als Passwort deinen Familiennamen rein. Ja, ich gebe schon zu, in Zeiten der Internetpiraterie ist das nicht sehr sicher, aber der eigene Familienname ist einfach das, was die meisten alten Leute bis zum Schluss wissen. Und dann gibst du deinen Tablettenbedarf ein. Also zum Beispiel die berühmte Einhand-Altherrenmischung. Thrombosehemmer, Blutdruckdrücker, Cholesterinsenker, Prostata-Reducer. Und das 5. komisch, das merkt man nie. Ja, Erektionspusher. Ja. Also wenn du halt überhaupt noch am Geschlechtsverkehr interessiert bist, ja, oder wissenschaftlich ausgedrückt, ja, wenn halt die testosteronbedingte Depotenzierung des Intellekts zum Vollzugsorgan triebbestimmten Handelns noch nicht altersbedingt neutralisiert ist. Ja, die Betonung ist auf altersbedingt, weil das weiß die Wissenschaft schon sehr lange, also schon seit dem Siege, also dem Freud, ja, dass die alte Bauernregel falsch ist, 1000 Schuss, dann ist Schluss. Ja. Das ist falsch. Ja. Also, ja, dein Tablettenbedarf gibst du ein. Wenn das das Gleiche ist, ja, was du immer kriegst, dann brauchst du nur die Pop-Ups anklicken, dann drückst du auf OK, dann geht deine Bestellung rein in die Internet-Infoschleifen, 30 Sekunden später ist es schon im PC von deinem Hausarzt. Dort wird diese Bestellung auf Plausibilität geprüft. Der Algorithmus für das war ganz einfach, ja. Weil wenn das immer das Gleiche ist, was du immer schon gehabt hast, ist die Plausibilität gegeben, ja. Das erscheint der Bildschirm, ja. Der Doktor sieht das, haut aufs OK, hat damit automatisch, während er gerade einen anderen Patienten behandelt, deine Krankenscheingebühr kassiert. Die Bestellung haust weiter über die Ablage also über die Krankenkasse zu Ablage- und Kontrollzwecken zur Apotheke und am nächsten Tag steht schon das schnelle Paket vor deiner Tür. Also für alle Beteiligten eigentlich nur Vorteile, ja. Aber vom Ministerium habe ich gar keine Antwort bekommen, trotz Urgenz, ja. Gut, also mal, ja, Ministerium kommt vom lateinischen Wort Minister, dein Diener. Aber die Ärztekammer hat sehr höflich zurückgeschrieben, wir bedanken uns für Ihren interessanten Vorschlag, nur leider lässt sich derzeit der nicht realisieren, weil bei den meisten niedergelassenen praktischen Ärzten dafür die Computer zu alt sind. Ja. Dabei ist ja schon die nächste große elektronische Entwicklung im Kommen, ja, mit der Converging Technology, mit der Converging, also mit der Konvergenz, also mit dem Zusammenschmelzen von NBIC, Nanotechnologie, Biotechnologie, Informationstechnologie und Kognitionswissenschaften, NBIC, ja, also mit der SSB, mit der Super Smart Pill, die dann kommt, ja, wo in einer einzigen Medikamentenkapsel alle Medikamente drin sind, die 95% aller alten Leute brauchen, also bei der geriatrischen SSB ist das halt so, ja, und dazu noch eine ganze Flotte von superintelligenten Nanobiosensoren, die vor Ort, also in deinem Körper drinnen messen, was du von dem ganzen Cocktail überhaupt brauchst. Das wird dann retardmäßig über 24 Stunden freigesetzt, der Rest bleibt verkapselt und wird aussehen. Ja. Und mit der zugehörigen superintelligenten Superhandy, ja, kannst du dann
über einen implantierten Mikrochip mit den Nanobiosensoren in deinem Körper drinnen kommunizieren. Ja? Also da kriegt man so einen kleinen elektronischen Sender, so ein Mikrochip kriegt man unter die Haut gesetzt. Also bei der derzeitigen Entwicklung ist der so vielleicht 5 oder 6 mm lang und 0,5 mm Durchmesser. Das wird da hinterm Ohr unter die Haut gesetzt, ja? Kann man sich woanders auch hinschießen lassen. Nein, nicht überall. Also an manchen Stellen fängt das zum Wandern an und das wäre schon blöd, wenn du dann plötzlich das Glasrädel in den Nieren hättest. Ja? Aber da hinter den Ohren passt das, ja? Da wandert das nicht. Ja, man kann sich diesen Mikrosender auch in einen Piercing setzen lassen. Ja? Den kann man sich dann eigentlich hinmontieren lassen, wo man will. Ja? Weil das kann man nicht verändern, das ist ja angehängt. Ne? Na, bitte doch nicht überall, bitte im Intimbereich bitte nicht. Ja? Obwohl das sehr modern ist, sage ich Ihnen, gehen Sie einmal auf so einen FKK, also einen Naturistenstrand, ja, wie da manche Leute geschlossen daherkommen, ja, also das ist ja wie aus einer Folterkammer, also wie aus einem Zeughaus in einem Bunker. Ja. Aber bitte im Intimbereich nicht, weil wenn sonst im Notfall, ja, das Notärzteteam, ja, mit dem elektronischen Lesegerät aus deinem Mikrochip, ja, deine Blutdaten auslesen wollte, da werden 260 Blutwerte werden automatisch gemessen, könnte das als sexuelle Belästigung ausgelegt werden. Ja, aber da kannst du dann, wenn es da nicht gut geht, kannst du über das Superhandy bei deinen Nanobiosensoren über den Mikrochip abfragen, was habe ich überhaupt, ja? Und es kann überhaupt gar nicht sein, dass der nicht gut geht, weil er gegen alles medikamentiert wird, ja? Aber wenn das dann doch ist, dann gehörst du eben zu den 5% Sonderfällen, die nicht von den Medikamenten in der SSB, der Supersmart-Bill, abgedeckt sind. Und dann kriegst du automatisch über das Handy die Antwort, gehen Sie zum Arzt. Bei dieser jetzt angelaufenen Probephase, ja, und dieser Supersmart-Bill habe ich mich als freiwilliges Versuchskaninchen gemeldet, als Proband, wie das heißt, ja, und habe einen entsprechenden Vertrag mit der CIA unterschrieben, mit der CIA, also mit der Converging Industries Agency. Also das ist der Dachverband von diesen Pharmafirmen, die die Supersmart-Bill dann auf den Markt bringen werden. Und als Versuchskaninchen ist man dann später einmal halt am Gewinn beteiligt, ja, wenn der halt einmal ist. Ja. Und die Superhandy habe ich auch dazu bekommen, ja, um 0 € und ganz ohne Robert Hartlauer. Ja. Ja, jetzt wäre ich da eigentlich also von der CIA rund um die Uhr, 24 Stunden, ja, Dauer überwacht. Super, merkt man gar nichts davon. Ja, nur, also halt diese 260 Blutdaten, nicht? Und GPS-mäßig, wo man sich gerade aufhaltet, ja. Mit wem man telefoniert, was man telefoniert, ja. Also das ist datenschutzmäßig noch nicht so ein Problem. Übrigens, ich habe mir meinen Mikrosender in einen Nabelpiercing setzen lassen. Voll geil, so hier. Da bin ich voll stolz, das muss ich dann zeigen. Ist das nicht süß? Ja, voll. Und mein letzten Urlaub in Bibione. Bitte, wie kann man einen Badeort Bibione nennen, ja? Oben ohne, ja, aber ohne Bibi. Da bin ich 83 Mal angesprochen worden wegen dem, ja. Das Beste war sein Superblader, also ein übergewichtiger Esoterik-Freak, der hat gefragt, bitte, ob man über diesen Kristall da, ja, ernährungsmäßig kosmische Lichtenergie einsaugen könnte, statt Essen, er möchte halt gern abnehmen. Ja. Ja, das Mal wäre ich schon noch gepflanzt wegen dem, ja. In der Saunarunde hat mich eine Seniorenkollegin, ja, in unserem Alten haben wir gemischt geschlechtliche Sauna, ist egal, hat mich gefragt, na, wird dir das glitzernde Bimperl nicht schon zu heiß? Aber ehrlich gestanden, ja, großer Super, ja, funktioniert diese Supersmart, also funktioniert diese SSB noch nicht, ja. Ich kriege immer wieder einmal so einen Notanruf von der CIA, gehen Sie sofort zum Arzt. Ja, und dann sitzt wieder, ja, im Wartezimmer, wie früher auch schon, ja, zusammen mit den Seniorenkolleginnen und Kollegen, die man eh schon kennt, nicht? Oder auch nicht, ja? Weil wir haben im Seniorenclub schon eine gewisse Fluktuation in der Membership. Ja? Also ein Mitgliederwechsel, weil von unten kommen die Jungen nach und nach oben gehen die Jenseitskandidaten ab. Ja? Ja, da haben wir uns gedacht, ja, wir sollten eigentlich einmal
ganz naturgemäß ist das ganz wichtig, ne? Für die alten Leute einmal die Frage, Sterben, Tod und was dann, systematisch, vorurteilsfrei angehen, ja? Also nicht nach dem Motto, wo lassen Sie denken, sondern schon das eigene Gehirnschmalz für das zu verbraten. Bitte, man muss ja dankbar sein und froh sein, dass man das überhaupt darf. Jahrhunderte, ja? Jahrhunderte bist du ja. Wenn du dich selbstständig mit dem Thema beschäftigt hast, ja? Geheime Bücher gelesen hast, ja? Vielleicht jemand anderem was erzählt hast, eigene NTEs gehabt hast, ja? Nahtoderfahrungen, nicht? Oder Out-of-the-Body-Experiences, ja? Bist du ja inquisitionsmäßig zu einem Selbstexperiment am Scheiterhaufen oben verurteilt worden. Ja? Jahrhunderte. Bitte, der Index Librorum Prohibitorum, ja, also der Index der verbotenen Bücher, ja, also halt für die Katholiken, ja, aber das ist ja im Seniorenclub, sind wir fast alle katholisch, ja, der ist erst 1967 aufgehoben worden. Ja. Nicht 1796, 1967. Also da sind zum Schluss 6000 Titel oben gestanden, ja, bevor es verboten worden ist. Ja. Also zum Beispiel auch, die man nicht lesen darf, also zum Beispiel auch von Immanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft. Ja, echt? Ist das da oben gestanden? Was ist jetzt das? Die Alten sind stur. Ja, also das Thema Tod. Es gibt überhaupt nichts, ja, was sicherer ist, als dass wir sterben werden. Ne? Eines Tages halt. Ne? Oder vielleicht schon morgen. Ne? Oder heute abends noch. Autounfall, Herzinfarkt, Schlaganfall, Amoklauf, Terroranschlag, ja, Blitzschlag. Das Dachziegel, ja, von jetzt auf gleich nachher. Kann der Sprung ins Nichts, ja, kann das aus sein. Ja. Bei allen anderen Dingen, bitte, hast du immer eine Wahl. Also zum Beispiel, wenn du riesige Probleme hast, ja, kannst du dich ansaufen, bis du blunzenfett, also sturzbesoffen, ja, am Boden legst, ja, oder du kannst eine konfliktorientierte Lösungsstrategie oder eine lösungsorientierte Konfliktstrategie beginnen. Ja. Du kannst deinen Coach fragen, was ist gescheiter, ja? Eine lösungsorientierte Konfliktstrategie oder eine konfliktorientierte Lösungsstrategie, das kannst du da aussuchen. Ja. Wenn du mit deiner Partnerin, ja, ein Problem hast, mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann, ja, kannst du dich scheiden lassen oder Treue gelöbens nicht und nichts tun. Ja. Oder du kannst eine Paartherapie beginnen, aber das sage ich Ihnen gleich, eine Spartherapie ist es nicht. Ja. Du kannst auf Urlaub, ja, kannst du auf die Seychellen fliegen, ja, oder zu Hause am Balkon Urlaub machen, ja, oder am Campingplatz am Unterer See, ja, oder gar nichts. Ja. Ihr seht das Amen im Gebet, das so sicher ist, sprichwörtlich, ja, ist in Wirklichkeit gar nicht so sicher. Ist ja auch eine menschliche Setzung. Ja. Aber wenn der Tod kommt, hast du keine Wahl. Also ist die Frage nach dem Sterben und dem Tod und was dann ist, ganz naturgemäß und zwangsläufig einer der sichersten und wichtigsten, was es überhaupt gibt. Ja? Also es gibt überhaupt nichts in der Welt, was sicherer ist. Ja? Und das ist eigentlich interessant. Ja? Die Leute haben so das Gefühl, dass man über das gar nichts Sicheres wissen kann. Ja? Bitte, wie kann das überhaupt sein? Über das Sicherste in der Welt weiß man gar nichts Sicheres. Ich meine, der normale Sprachgebrauch verniedlicht das Sterben, ja? Sogar schon das Altwerden. Ja? Also ich meine nicht die normalen Witze, die es über das Altwerden gibt, da gibt es ja Bibliotheken vorher, also zum Beispiel, Altwerden ist gesund, weil man immer mehr von dem Wein, den man sonst getrunken hätte, verschüttet. Ja? Oder zum Beispiel, alt bist du dann, ja? Wenn du zum Schuh zubinden, ja? Auf die Knie runtergehst, ja? Und jetzt die Schuhe dann fertig zugebunden hast, ja? Dann sagst du, bitte, was könnte ich noch da herumschlagen? In Seniorenturnen haben wir gelernt, wie man aus dieser Bankstellung, wie das heißt, ja, wieder in die Höhe kommt. Ja, die Bankstellung hat aber nichts mit der Raiffeisen oder der Steiermärkischen zu tun. Bankstellung heißt es deswegen, weil das ausschaut wie ein Bankerl. Ja.
Also, das geht so. Also, man macht einmal die Hände zu einer Faust, bewegt die langsam zu den Knien. So. Dann tut man die Schulterblätter nach hinten unten. Ja. Das Becken wird so gekippt, der obere Rand nach hinten, der untere nach vorn. Schambeindominanz heißt es. Diese Stellung heißt Silberrücken. Und von da gibt es jetzt 4 Möglichkeiten, wieder in die Höhe zu kommen. Mit zunehmender Schwierigkeit. Also am einfachsten ist, ja, du nimmst dein bevorzugtes Bein. Ja, das müssen wir rechts und linkshänder, es gibt auch bevorzugte und nicht bevorzugte Beine. Deswegen gibt es ja bei den Skatern so die Goofies und die Regular. Ja. Ja. Also bei mir ist das rechte. Dann stützt man sich hier ab und geht in die Höhe. Die nächste Möglichkeit ist, du machst das über das nicht bevorzugte Bein. Das ist schon schwieriger. Drittens, noch schwieriger, über das bevorzugte Bein, aber ohne Handstütz. Ja. Gibt es eine mentale Hilfe, ja, was die Sportler tun immer mental, ja? Also man stellt sich einfach vor, ja, da ist ein Seil angehängt, ja, und das zieht an, ja. Die vierte Möglichkeit ist es, also ohne Handstütz über das nicht bevorzugte Bein. Das mache ich aber jetzt nicht vor, weil es könnte sein, dass ich nicht mehr in die Höhe komme. Die jungen Leute haben natürlich kein Problem damit, ja. Also nicht mit dem Aufstehen sowieso nicht, sondern mit Schuhen zu binden. Ja? Die binden keine Schuhe mehr zu. Die haben zwar Schnürschuhe, ja, aber die sind von der Fabrik da in China, sind die Marschen schon zubiegt wahrscheinlich. Ja? Und dann haben sie hinten so einen Griff, ja? Dann fahren sie irgendwie rein in die Schuhe, ja? Reißen sie an. Ja? Also das Schuh zu binden ist heute eigentlich kein Schulreifetest mehr, gibt es gar nicht. Ja? Ja. Also diese Art von Witze über das Altern meine ich nicht, aber einer fällt mir da noch ein, ja. Ja, kommt ein alter Herr zum Doktor, sagt der Doktor, nach dem Geschlechtsverkehr habe ich immer so ein komisches Sausen im rechten Ohr. Der Doktor schaut uns an und sagt, ja, was erwarten Sie sich eigentlich in Ihrem Alter? Ja? Standing Ovations. Also diese Art von Witze meine ich nicht, ja, sondern tatsächlich also der Sprachgebrauch, ja, verniedlicht das Sterben und eben schon das Altwerden. Das ist ein Beispiel. Ja. Beim Altwerden gibt es 2 Arten der Verniedlichung. Einmal über die Negation, ja. Du bist aber auch nicht mehr der Jüngste, ja. No, nein, ne? Oder über das Positive, ja. Also zum Beispiel nehmen wir das Wort alt. Die Steigerung von alt ist älter. Also ist ein älterer Mensch älter als ein alter, ja. Mehr alt als ein alter. Beim Sprachgebrauch ist ein älterer Mensch, ja. Eigentlich noch jünger als ein Alter. Alter ist nicht alt, aber ein Älterer ist eigentlich jünger. Ja? Und noch viel ärger ist also diese Verniedlichung oder die Verharmlosung, wenn es um Sterben geht. Germanistikstudenten der Universität Graz haben in der deutschen Sprache 630 Synonyme für Sterben oder Gestorbensein gefunden. Ja? 630, muss man sich vorstellen. Ja? Also im Sprachgebrauch, im Wortschatz, ja, im Volksmund, ja, ist das Sterben eines der vitalsten. Bei der Umschreibung des Unvermeidlichen, da fallen einem die tollsten Sachen ein. Ja? Vom lieblichen Verblühen des Lebens, ja? Über das mehr waschmittelmäßige Verbleichen, ja? Oder das asthmatische Aushauchen oder Aushusten, ja? Oder über das religiöse, ja, in die Ewigkeit gehen, ja? Oder das zeitliche Segnen, ja? Oder über das mehr familienrechtliche Hinscheiden, ja. Bis zum wilden Galgenhumor, ja. Am Bankerl reißen, ja. Ins Glas beißen, die Radieschen von unten anschauen, nachschauen, ob der Decke passt, Schuhe dran, Hand dran, ja. Sich in die Kurve legen, ja. Die Stufen packen, ja. Einen Löffel abgeben. Bitte alle diese euphemistischen, also beschönigenden Umschreibungen sind Tätigkeiten, ja. Also im Wortschatzbereich, ja, ist das Sterben das Vitalste, was es überhaupt gibt, das Gegenteil eigentlich vom Tod. Aber nicht nur der Wortschatzbereich, auch sehr berühmte Leute haben sich irgendwie um dieses Problem herumgedrückt. Zum Beispiel, ja, nehmen wir ein paar sehr bekannte Filmemacher, ja, der Woody Allen. Ja, der Woody Allen hat gesagt,
Ich habe keine Angst vor dem Tod, ich möchte nur nicht dabei sein, wenn er passiert. Oder der Roman Polanski, ja, auch so ein Filmemacher, der hat gesagt, ich hasse das Sterben, weil das wird mich umbringen. Also, das drückt vielleicht ziemlich aus, ja, wie die meisten Leute über das Thema Sterben, Tod und was dann denken, nämlich gar nicht. Ja. Aber nicht nur der Volksmund oder berühmte Leute, auch sehr gescheite Leute. Berühmt und gescheit ist, muss nicht ganz gleich, also sehr gescheite Leute, ja, haben sich irgendwie um das Problem herumgedrückt. Zum Beispiel der Epikur. Ja. Der Epikur, das war so ein griechischer Philosoph der Spätantike, hat sich nur mit dem Wohlergehen auf Erden beschäftigt, ja. Eigentlich ganz modern, wie die heutigen Politiker auch, ja. Aber bei Epikur schon eine ethisch höher stehende Wellness, als nur Fressen, Saufen, Urlaub und Sex. Ja. Und der Epikur hat gesagt, der Tod ist nichts. Der Tod ist überhaupt nichts, weil, wenn man lebt, ist er nicht da und wenn er da ist, lebt man nicht mehr. Also braucht man sich, oder besser gesagt, kann man sich auch mit dem Tod nicht beschäftigen, ja. Weil beschäftigen ist eine Tätigkeit, kann man sich nur mit etwas. Ja? Wenn man sich mit nichts beschäftigen täte, hätte man gar nichts, überhaupt nichts, dann wäre man eh schon tot. Ja, im Seniorenclub haben wir dann gedacht, ja, das ist eigentlich ganz logisch. Und dann haben ein paar andere gesagt, ja, logisch vielleicht schon, aber ob das auch vernünftig ist, ja, Logik und Vernunft ist auch wieder ganz was anderes, ja. Weil es gibt schon auch sehr gescheite Leute, die schon an die reale Existenz eines ewigen Menschen geglaubt haben oder das gewusst haben, ja, und das muss ja dann den Tod überdauern, weil sonst wäre es ja nichts Ewiges. Ja. Also zum Beispiel der Sokrates. Ja, der Sokrates hatte so vor 2500 Jahren seine Umgebung also sehr eindrücklich bewiesen. Den Sokrates haben sie ja bekanntlich mit angeblicher verderblicher Einflussnahme auf die Jugend oder mit Gottlosigkeit zum Tod verurteilt, ja, mit dem Schierlingbecher. Ja. Ich meine, das Todesurteil von Sokrates war natürlich ein aufgelegter Justizskandal. Ja. Es hat überhaupt niemanden gegeben, der unschuldiger war wie der Sokrates. Ja. Aber da waren halt bestochene und populistisch aufgewickelte Volksrichter, die haben ihn da zum Tod verurteilt. Aber bevor er den Schierlingbecher da getrunken hat, ja, ist er noch eine Zeit lang in Haft gesessen, der Sokrates, und hat dort von seinen Freunden, von seiner Familie, seiner Frau und seinen Kindern eine super Abschiedsrede gehalten und die hat sein Schüler Platon in dem Dialog Phaidon der Nachwelt im Detail überlassen. Also der Sokrates hätte locker aus dem Gefängnis abhauen können, gar keine Frage, ja, genügend Freunde hätte er gehabt, die ihm dabei geholfen hätten, aber er wollte das nicht, denn das wäre Unrecht gewesen. Ja? Und so tröstet er da seine weinenden Freunde und für die Familie hat er noch finanziell vorgesorgt, ja? Und dann trinkt er das Gift. Schierling, also schmeckt irrsinnig grausig bitter, ja, ist nicht zu vergleichen mit einem normalen Wasser. Das Gift, ja, das wirkt langsam von unten nach oben lähmend, ja. Und dann geht er aufrechten Hauptes, geradezu fröhlich in den Tod, ja, nachdem er den Umliegenden, den Umstehenden und Umsitzenden und Herumweinenden im logischen Argumentieren, ganzheitlich argumentieren, Schritt für Schritt ableitend bewiesen hat, dass er dort, wo er jetzt hingeht, für eine rechtschaffene Seele schneller ist als da. Ja, dann haben wir im Seniorenclub gedacht, ja, ist eigentlich eher eine super Sache, ja. Weil wir sollten da vielleicht uns genauer damit beschäftigen, weil es gibt ja nur entweder oder. Ja. Also entweder ist mit dem Tod alles aus, ja, oder es gibt ein Weiterleben. Ja, aber bei einer Ja-Nein-Entscheidung hast du eine 50-prozentige Sicherheit, eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen richtigen Treffer. Ja. Das ist eine riesige Gewinnchance. Also beim Lotto, die da jeder umgeschaut damit, bei 50% Gewinnchance. Ja. Das ist aber keine Frage, dass es hier eine positive Kosten-Nutzen-Relation gibt. Ja. Natürlich, also über die Konsequenzen, so muss man sich vorher genauer überlegen. Also wenn das, was der Sokrates gelehrt hat, falsch ist, also wenn tatsächlich mit dem irdischen Tod alles aus ist, die Atheisten und die Materialisten und die Nihilisten glauben, ja, dann hätte ja ein Glaube an ein Fortleben nach dem Tod keine wie immer gearteten negativen Konsequenzen, weil ja nichts mehr da ist, ja, von dir und von sonst jemandem, der dir kommunizieren geht, du Depp,
du hast dich geirrt, als Mensch hast du immer geglaubt, jetzt gestorben bist, jetzt lebst du als Geist weiter, aber nichts ist aus, ist, du kaputt, du hin bist, du kapierst es endlich, du Narr, ja. Also eine Kommunikation findet ja dann nicht statt, weil es weder einen Kommunikator noch einen Rezipienten für diese Mitteilung gibt. Ja. Wenn es aber umgekehrt ist, ja, wenn das stimmt, was der Sokrates gesagt hat, ja, ist ja genau umgekehrt, ja, da merkst du das ja dann schon irgendwann einmal, wenn du gestorben bist. Ja. Wenn du aber dann nichts weißt, ja, drüben im Jenseits, wenn du dich überhaupt nicht auskennst, ja, boah, da stehst du dann doch wie ein Nockerpatzel und schaust nicht. Ja. Also wenn man das so kommuniziert im Seniorenclub, sagen die einen, ja bitte, kann man nicht wissen, was da ist, wenn was ist ja noch keiner zurückgekommen, ja. Sagen sogar bekennende Protestanten und Katholiken, also die an die Auferstehung des Herrn glauben, ja. Die anderen sagen, bitte für da auf der Welt ist ja wurscht, ja, was dann ist, wenn was ist, ja. Weil das werde ich dann schon sehen, was da ist, wenn was ist, ja. Richtig? Das wirst du dann schon sehen, was da ist, wenn was ist. Aber die Frage ist natürlich schon, wie es dir dabei geht. Ne? Stell dir vor, also wie, sagen wir, wie einen ausgeschulten Sonderschüler vor einer Gesellenprüfungskommission, ja? Oder vielleicht besser wie einen Arbeitslosen, ja? Der sich um einen Job bewirbt, ja? Und der bei der Firma da, also der Rekrutierungschef, hat in seiner Bewerbung schreiben, da steht nichts drin und sagt, er weiß nichts, wissen Sie, weiß nichts, was haben Sie eigentlich bis jetzt so gelernt auf dem Fachgebiet, was haben Sie getan? Und er sagt nichts, gar nichts. Ich habe mir gedacht, ich werde das dann schon sehen, ne? Was ich da tun soll, wenn ich was tun soll. Ja. Also bitte, ich habe nach meiner Lateinmatura, ja, bis ins hohe Alter, habe ich immer wieder mal Angstträume gehabt, ja, obwohl ich durchgekommen bin. Ja. Also wenn wir jetzt einmal den Tod als eine Reise in ein unbekanntes Land betrachten wollen, wäre es ja absolut unvernünftig, uns vollkommen unvorbereitet auf den Weg zu machen, ohne Berücksichtigung der zuverlässigsten Reiseberichte, die man überhaupt auftreiben kann. Ja? Aber die meisten Leute glauben, dass es sowas nicht geben kann. Ja? Aber es ist schon die Frage, ob es nicht so doch sowas werden, naja, mehr werden oder weniger, ja? Oder ein Polyglot, ja, für Jenseits gibt. Ja? Aber natürlich, die meiste Literatur, die schwafelt da im Prinzip nur herum. Ja? Es ist einfach, wahrscheinlich ist es so, dass in Relation zu dem, was täglich weltweit publiziert wird, ja, also im Vergleich zu der gesamten, ausschließlich diesseitsorientierten Massenmedien, Gehirnwäsche, ja, einschließlich Film, Fernsehen, Streaming und so weiter, ja, dass da also die Hinweise auf die wahren Ziele drüben irgendwie ganz klein ist, wie das Kleingedruckte ist das, ja. Die Wahrheit ist wie das Kleingedruckte, ja, aber geben tut es, ja, das liegt schon im Begriff der Wahrheit selbst. Ja. Wenn du im Seniorenclub einer zu mir sagt, okay, frag mit deinem Wahrheitsanspruch, die Wahrheit gibt es nicht, brauche ich nur zurückfragen, ist das wahr? Dann kommt ein Argumentationsnotstand. Ja. Weil wenn er sagt, ja, das ist wahr, dass es die Wahrheit nicht gibt, dann ist zumindest das wahr, dass es die Wahrheit nicht gibt, also deswegen gibt es die Wahrheit. Und wenn er sagt, nein, ist eh nicht wahr, dass es die Wahrheit nicht gibt, doppelte Verneinung gibt es sowieso. Ja. Aber lassen wir das jetzt, also dann gehen wir wieder zur Gesundheitsvorsorge. Ja. Fürs Alter, im Alter, ja, also nicht nur körperliche Betätigung, ja, Sport und so weiter ist gut. Sehr gut, ja, sagen die Altersforscher, ist eine Kombination von körperlicher Anforderung, ja, geistiger Betätigung und bei positiven sozialen Kontakten. Ja. Das ist optimal bei Exkursionen. Ja. Weil eine Exkursion ist von vornherein eine Amalgamisierung von körperlicher Anstrengung, geistiger Anforderung und positiv gestimmten Sozialkontakten. Also meistens halt. Ja. Ja. Und deswegen haben wir also im Seniorenclub auch eine Sektion-Exkursion, ja. Also wir sagen einfach, das ist einfach eine Sexkursion, ja. Und den letzten Ausflug, den wir da also gemacht haben, ja, das war also zu dieser Sonderausstellung über Renaissance im Kunsthistorischen Museum in Wien. Und weil die Hotelpreise dort so wahnsinnig teuer sind, ja, haben wir diesen neuen Seniorennachtzug da verwendet, ja. Und mit dem sind wir gefahren, also der Intercity 006, ja. Mumien-Express heißt er auch. Und
Und damit sich das ausgeht, dass man am Abend, also nicht in Stainach hier, sondern auch an anderen Stellen, gibt es also mehrere Garnituren, ja, werden die alle über, und das wir jetzt in der Früh in Wien ist, werden die alle über Innsbruck umgeleitet. Ja. Also über das werde ich Ihnen dann nach der Pause erzählen. Dankeschön.